Am Vorabend ihrer Hochzeit verließ die Braut ihren Bräutigam wegen eines obdachlosen Hundes. Nur ein paar Tage vor ihrer Hochzeit konnte sich Ekaterina Gromowa nicht schlafen legen. Ihr Verlobter war zu seiner letzten Schicht vor dem Urlaub gegangen, und die junge Frau hasste es, allein in ihrem Landhaus zu übernachten. Plötzlich hörte Katja, wie jemand an der Haustür kratzte. Sie ging runter, um den ungebetenen Gast zu betrachten, und entdeckte einen Hund auf der Veranda. Das Tier saß unter dem strömenden Regen und zitterte. Als Katja die Mischlingshündin sah, war sie kurz davor zu weinen. Der Hund war so armselig, eingefroren und traurig. Die junge Frau beschloss, ihn ins Haus zu lassen. Der Hund kam herein und legte sich auf den Teppich im Flur. Katja gab dem Hund Wasser und legte Fleischreste in eine Schüssel. Das Tier war matt und schlief sofort ein. Die junge Frau ging auch schlafen und beschloss, den Hund für die Nacht im Haus zu lassen. Katja nahm ein Schlafmittel, deshalb schlief sie sehr fest. Als sie aufwachte, war es draußen schon hell. Die junge Frau hörte Schreie und rannte in den Flur, ohne zu verstehen, was passiert war. Sie sah ihren Verlobten im Raum im Erdgeschoss. Der hielt den Hund am Genick und fluchte, während er versuchte, das Tier aus dem Haus zu werfen. Die junge Frau blickte auf das Sofa, auf dem das für die Hochzeit vorbereitete Brautkleid lag, und wurde wie vom Donner gerührt. Direkt auf dem schneeweißen Saum entdeckte sie neugeborene Welpen. Das gesamte Kleid war hoffnungslos beschmutzt und von Krallen zerfetzt. Es stellte sich heraus, dass die streunende Hündin schwanger war und sich nachts in den Raum geschlichen hatte, wobei sie das Brautkleid für sich ausgewählt hatte. Dort hatte sie in der Nacht ihre Welpen zur Welt gebracht. Am Morgen war Viktor von der Schicht zurückgekommen und hatte diese Szenerie entdeckt. Der junge Mann war wütend geworden und begann, den Hund wütend zu schütteln. Als Katja ihn ertappte, war die junge Frau entsetzt, als sie sah, was aus ihrem Brautkleid geworden war, aber noch mehr schockierte sie die Grausamkeit von Viktor. Der junge Mann begann, die Welpen einen nach dem anderen zu packen und aus dem Haus zu werfen, direkt in die offene Haustür. Katja wurde kalt. Viktor beschimpfte sie lautstark, was sie da angerichtet habe. Huhn, sieh dir an, was dieser dumme Hund mit deinem Brautkleid gemacht hat. Die junge Frau war so wütend, dass sie Viktor anschreite und ihm verbot, die Tiere anzufassen. Sie sammelte alle Welpen ein, brachte sie an ihren alten Platz zurück, dann rannte sie zu der jaulenden Vierbeiner-Mama und legte sie auf das Brautkleid. Sie verstand, dass das Kleid nicht mehr zu retten war, aber in dieser Situation hatte sich Viktor, so Katja, absolut widerlich und grausam verhalten. Die junge Frau erklärte ihrem Verlobten, dass die Hochzeit aus 2 Gründen nicht stattfinden würde. Erstens hätte sie jetzt nichts zum Anziehen, und zweitens hätte sie nicht genug Zeit, ein neues Kleid zu kaufen. Zweitens wolle sie einen Mann heiraten, der nicht mit solcher Grausamkeit kleine Welpen wegwirft. Viktor ging, schlug die Tür zu und nannte Katja verrückt. Die junge Frau blieb allein zurück und ging sofort zu der neugeborenen Hundemutter, um sie zu füttern und zu beruhigen. Die junge Frau bedauerte ihren Entschluss nicht. Sie ist absolut davon überzeugt, dass Viktor nicht der Richtige für sie ist. Die junge Frau nannte den Hund nieder und nahm ihn endgültig zu sich, und die Welpen vermittelte sie recht schnell, als sie etwas größer waren. Katja lebt allein und glaubt, dass sie noch ihren Menschen treffen wird, einen Mann mit einem großen Herzen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.